Die Jahresinflation in der Türkei des Jahres 2022 wurde veröffentlicht. Die TÜİK, das staatliche Statistikamt, gab eine Inflation von 64,27% an. Damit ist die Inflation in der Türkei stärker als angenommen gesunken. ENAG, ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, gab 137,55% als jährliche Inflationsrate an. Warum gibt es zwei unterschiedliche Inflationsraten in der Türkei? Mögliche Gründe werden wir hier behandeln. Fragt man die Bürger, dann ist die gefühlte Inflation auch eher bei der Teuerungsrate der ENAG zu finden. Auch die Opposition zitiert verständlicherweise nur die höhere Inflationsrate und behauptet, dass die von TÜİK falsch sei. Was genau der Unterschied ist, werden wir am Schluss dieses Videos erfahren. Die Inflation wird in den meisten Staaten mit dem UN-Standard berechnet. Dabei wird die KOICOP-Kodierung als Verbraucherindex angewandt, welcher auch in der Türkei zur Verwendung steht. Dieser internationale Warenkorb besteht aus mehreren hundert Produkten, die in Produktegruppen unterteilt sind. Alle diese Produkte werden je nach Jahreszeit, Bedürfnis und Entstehungszeit verschieden gewichtet. Mit diesem UN-Standard gibt es jedoch keine Transparenz mehr im Detail der Produktpreise. Die Türkei legt dennoch den Preis ausgewählter Artikel auf der KOICOP 5-Kodierung anstelle der Artikelpreise offen und handelt damit wie die Länder in Europa. Und was macht dann ENAG anders als TÜİK, dass sich die Inflationsraten dieser so erheblich unterscheiden? ENAG ist eine unabhängige akademische Informationsforschungsgruppe. Der Warenkorb der ENAG besteht zu 80% aus den gleichen Produkten wie die TÜİK. ENAG berechnet die Inflationsrate mit einem Computerprogramm, welches auf Webscraping basiert. Das heißt, ENAG kann nur im Internet suchen. Der Frischmarkt und Geschäfte an Einkaufsstraßen werden mit ENAG nicht berücksichtigt. Dafür durchkämmt ENAG den Onlinehandel mit über 7 Millionen Produkten und ist in der Lage, aus jeder Produktegruppe den Durchschnitt zu ermitteln. Auch neue Produkte oder Wohnungsmieten werden sofort in die Überwachung aufgenommen. Diese Technologie ermöglicht, die Preise stündlich und täglich zu überwachen und jederzeit die aktuelle Inflation auszugeben. Kein Mensch wäre in der Lage, die Preise wie die Roboter von ENAG zu beobachten. Bei TÜİK arbeiten Menschen als Preisbeobachter. Diese gehen mit ihren Geräten in die lokalen Geschäfte, besuchen auf der Liste stehende Mietwohnungen und erfassen die Preise von Hand. Auch wenn Tausende dieser Beamten von TÜİK in 81 Provinzen unterwegs sind, werden in der Türkei für die Berechnung der Inflationsraten gerade einmal 1 Million Produktpreise überwacht. Das ist weniger als bei ENAG. Ist die ENAG deshalb genauer als TÜİK? Ja, die ENAG ist bestimmt genauer beim Berechnen. Ist ENAG aber deshalb besser? Fakt ist, dass ENAG viel mehr Produktepreise erfassen kann, diese aber nur online findet. Die TÜİK hat den Vorteil, dass die Behörde anhand der Mehrwertsteuern genau weiß, was die Bevölkerung eingekauft hat und was nicht. TÜİK kennt also die Bedürfnisse der Menschen und gewichtet die Produkte entsprechend. So werden Gemüsesorten, die es zu dieser Zeit nicht auf dem Markt gibt, von TÜİK weniger gewichtet, denn diese Produkte werden dann nicht gesucht. ENAG nimmt alle Preisschilder in die Berechnung auf. Menschen, die vor einem Supermarktregal stehen, sehen auch alle Preise. Das erklärt, warum die gefühlte Inflation eher die der ENAG entspricht. Aber die tatsächliche Inflation ist jene der TÜİK, welche anhand der meistverkauften Produkte die Inflationsrate berechnet. Aber welche Berechnung die richtige ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die Berechnung des neuen Mindestlohnes oder der Renten ist jedoch die der TÜİK die genauere Inflationsrate, denn die TÜİK bildet nicht nur die Bedürfnisse der Menschen ab, sondern auch die Möglichkeiten.